Ja, wenn man kein Blut sehen kann, dann hat man ein Problem. In diesem Film sprechen Männer offen darüber, was sie an sich hässlich finden. Nicht jeden Morgen vorm Spiegel stehen zu müssen und zu sagen, okay, scheiße, wie rettest du die ganze Situation denn heute wieder? Ich will, dass ich mich im Spiegel angucken kann und mich freuen kann. Wir erleben, wie weit Männer gehen, um sich endlich schöner zu fühlen. Jeder will irgendwo sein Selbstwertgefühl verbessern, wenn es geht. Dadurch, warum nicht? Schönheitsoperationen nehmen zu, auch bei Männern. Botox gegen Falten oder Geheimratsecken verschwinden lassen. Robin reist für eine Haartransplantation sogar bis in die Türkei. Also so unwohl wie jetzt habe ich mich noch nie gefühlt. Bei uns hat sich Robin gemeldet, der ist 29 und hat keinen Bock mehr auf seine Geheimratsecken, findet sich selbst auch nicht mehr so richtig schön und fliegt deswegen nach Istanbul und lässt sich die Haare transplantieren. Und er hat gefragt, ob wir mitkommen wollen und ja, jetzt packe ich meine Sachen. Morgen soll schon losgehen, ganz schöner Stress hier gleich am Anfang. Nicht mal genug Zeit, um noch jemanden für die Kamera zu finden. Also mache ich selbst. Wir haben keine Zeit zu quatschen, müssen direkt weiter und Geld holen. Die Haartransplantation in der Türkei muss er nämlich in bar bezahlen, mit Karte wird's teurer. 2000 € kostet der Eingriff. In Deutschland dreimal so viel oder sogar noch mehr, sagen uns deutsche Haarchirurgen. Glück gehabt. Im Betrieb ist er schon mal. Das heißt, es sollte eigentlich... So. Ah, hier kann man sogar 2000 abheben. Die anderen 1000 € hat er schon vorher abgehoben. Ah. Zurück zu Robins Wohnung. Dann rein in die gute Stube. Sein Freund wartet schon. Und auch die Mutter von Robin. Sie begleitet ihren Sohn auf der Reise. Nicht so doll sieht. Aber ja, manchmal, wenn ich keinen Bock habe oder vorher hatte ich keine Zeit mehr, weil ich noch schnell duschen war und dann sind wir schon los und deswegen habe ich da schnell nur das Cappy aufgesetzt, weil das ist dann immer so die Rettung in der Not, auch schön kräftig. Da nehmen sie die halt dann auch raus, die 2000 Stück, 2100, 2200 und dann setzen sie die alle einzeln in akribischer Handarbeit wieder ein. Das ist gruselig, ne? Vor allem das so einzeln. Ja. Ganz schön viel. Aber wer schön sein will, muss leiden, ne? Ja. Ist nun mal so. Ich habe mir auch schon die Augen lasern lassen, da war ich auch voll bei Bewusstsein und habe das auch genau gesehen, wie die da in mein Auge reingelasert haben. Also ich glaube, schlimmer als das kann es nicht werden, oder? Das haben wir schon durch. Ja, das haben wir schon durch, wir haben es überlebt. Und das war sogar teurer. Also das hier noch ein richtiges Schnäppchen fast noch. Ich brauche nicht noch mehr Haare. Nee, du brauchst nicht. Du kannst mir ein paar abgeben. Ja? Kann ich dir ein paar von dir? Ja. Die sind doch eh so dick. Kannst du kriegen. Alle? Alle? Nee, Hälfte. Hälfte. Los zum Flug, weil wieder jemand auf seine Geheimratsecken angesprochen hat. Sprüche über seine Haare ist ihm in den letzten Jahren häufiger passiert. Also sucht er sich ein Angebot. 2000 € für 2700 Haare. Günstiger als ich dachte. Einen Tag später bucht Robin die Flüge. Und jetzt jetten wir nach Istanbul. Robin und seine Mama schauen sich nochmal ein paar Infos zur OP an. Ja. Da kann ich die Kamera ausmachen und dann sieht das keiner. Ja. Deswegen während der Pandemie mache, weil dadurch kann ich mich zu Hause ein bisschen verstecken und mich da auch ein bisschen zurückziehen, ohne dass es groß auffällt. Ich meine, ich mache da kein Geheimnis draus, aber ich muss jetzt auch nicht jedem dann von meinen Kollegen so vorzeigen, wie es auf meinem Kopf dann aussieht. Ja, gut, dass du das direkt auf YouTube machst. Ja, das mache ich natürlich auch, um das Thema so ein bisschen präsenter zu machen, weil ich habe tatsächlich auch ein paar Bekannte, wo ich gemerkt habe, dass sie das gemacht haben oder wo ich vermute, dass sie es gemacht haben, aber es hat kein Mensch darüber gesprochen. Und das ist irgendwie, habe ich das Gefühl, so ein leichtes Tabuthema, was ich aber finde, was nicht sein sollte. Ins Hotel. Noch kurz mit Robin reden. Warum er das alles macht. Warum ihm volles Haar so wichtig ist. Es ist jetzt ja auch nicht so eine Laune irgendwie gewesen, dass ich mal gesagt habe, ja, ich mache das jetzt einfach mal, weil ich Bock drauf habe, sondern es ist ja schon so, ich muss jetzt mal aufhören. Ich will das jetzt nicht mehr. Ich will, dass ich mich im Spiegel angucken kann und mich freuen kann. Ich will, dass ich Fahrrad fahren kann, ohne dass mir die Haare nach hinten wegfliegen und ich dann vorne irgendwie so eine wie sagt man, Flugzeuglandebahn habe. Das wollte ich halt alles nicht mehr. Dann sprechen dich auch Leute immer mal wieder drauf an und sagen, ja, irgendwie sieht man da schon was, ne, dass da irgendwie was passiert. Ja, und dann realisierst du es irgendwann. Robin sagt, er findet sich nicht mehr so attraktiv wie früher. Versucht die ganze Zeit, seine kahlen Stellen irgendwie zu verdecken. Bei den meisten Männern ist Haarausfall genetisch bedingt. Shampoos, Flüssigkeiten, Tabletten, Ernährungsumstellung. Nichts davon hat geholfen.
Und dann mache ich normalerweise so Wachs rein, sag ich mal, und versuche halt diese Ecken zu kaschieren, die halt hier vorne so offensichtlich sind. So, wenn ich das aber nach links mache, dann sieht man es auf der rechten Seite. Mache ich es aber nach rechts, sieht man es auf der linken Seite. Also ich bin die ganze Zeit am Zuppeln, dass dieses mittlere Stückchen, diese Insel, die noch da ist, dass die beide Seiten gut kaschieren kann. Und das ist halt auch so ein Ding, weshalb ich die Mütze jetzt mir angewöhnt habe zu tragen. Ich war früher nie ein Mützenträger, aber einfach nur, um nicht jeden Morgen vorm Spiegel stehen zu müssen. Aber durch so eine OP kann ich das irgendwie retten und fühle mich dann halt besser. Und ich möchte halt auch vorm Spiegel stehen und mit mir selbst zufrieden sein. Würde ich sowas machen lassen, wenn mir die Haare ausfallen? Ja, schon. Trotzdem denke ich nach dem Gespräch noch länger darüber nach, was ich eigentlich von Schönheits-OPs halte. Irgendwie zeigt es doch, in was wir auch ziemlich oft in den Spiegel zu gucken. Und ich habe schon, ich glaube viele, ihr wahrscheinlich auch, habt schon mal darüber. Und dann ist die Haut schlecht und meine Nase ist zu groß und es nervt alles, das ist Kacke und mich nervt auch, dass mich das nervt. Deswegen kann ich total verstehen, warum Leute wie Robin das machen lassen. Jetzt eine kurze Kaffeepause woanders. Nachfrage bei 2 Leuten, die sich mit Männerthemen auskennen. Meine Funkkollegen Ansgar und Max vom Podcast Männerkitsch. Ich treffe sie in Berlin. Über Schönheitsideale haben sie neulich schon in ihrem Podcast gesprochen, mit einem Attraktivitätsforscher. Der sagt, was Frauen attraktiv macht, ist klar. Glatte Haut, große große Lippen, große Lippen. Augen, sowas. Ja. Da sind sich die Leute relativ einig. So einig, wie sich eben tief ist an einem Mann. Nur Geheimratsecken, obwohl die sehr typisch männlich sind, offenbar gar nicht. Wie krass du meine Geheimratsecken anguckst, wenn du redest. Sorry. Also, wie Ja, also das ist dann irgendwie gar nicht... Findet keiner schön. Über die Jahre, das geht immer tiefer nach hinten. Und, Aber es sind nicht nur Haare, die sich Männer machen lassen. Schönheitschirurgen sagen uns, die häufigsten Operationen sind Fett absaugen, Nase korrigieren, Augenlider straffen. Daran, dass alle schöner sein wollen, lässt sich mittlerweile gut verdienen. Also dass dann so in den letzten Jahren ja so sehr Durchreinigungsdingen zu verkaufen, um Männern das und das und das und das und das Produkt noch zu kaufen. Ich achte auf dein Aussehen und dann halt irgendwann natürlich auch so Schönheits-OPs kommen, oder? Auf dem Weg zu Robins Haartransplantation. Ein Mitarbeiter der Klinik sagt uns, jeden Tag gibt es hier 20 solcher Eingriffe. Bitte schön, dürfen Platz nehmen. Dankeschön. Insgesamt hat die Klinik schon mehr als 35.000 Haartransplantationen durchgeführt und die Nachfrage steigt. Ich meine, man sieht, die sehen ja alle ganz entspannt aus. Jetzt nicht so, als wären die alle mega kaputt und so, oh Gott, sondern ich glaube, die sind alle schon happy, aber... Es ist auf jeden Fall viel los, also die scheinen viel zu tun zu haben. Und was ich total interessant finde, ist, dass keiner der Männer, keiner der Patienten, die ich hier gesehen habe, ist älter als 40. Die sind relativ jung. Laut Klinik sind die meisten Patienten tatsächlich zwischen 25 und 35. Nur 10% davon Frauen. Die sind dann nicht mehr vom genetisch bedingten Haarausfall betroffen und können ein Leben lang halten. Nehmen Sie für Spielen, ja? Von den Stirnmuskulatur. Die durchgehende blaue Linie ist dann Ihre neue Haarlinie. Das ist dann die Grenzung bis zu der zweiten blauen Linie. Hier werden die Haare transplantiert. Bei der Untersuchung stellt der Arzt fest, deshalb müssen die Chirurgen mehr Haare transplantieren. Nicht 2700, wie es in der Auftragsbestätigung stand, sondern 4200. Kostet natürlich mehr. Und der Arzt schlägt auch eine andere Methode als erst geplant vor. Nochmal teurer. Aber jetzt ist Robin schon hier und sein Kopf vollgemalt. Er stimmt zu. Was bleibt ihm auch anderes übrig? Dann müssen die Haare ab. Das erleichtert die Operation. Und die Klinik verpasst keine... Warum? Weil das ja genau die Problemzonen, die ich habe, so richtig schön ins Rampenlicht bringt. Und das quasi wie so ein Salz in die Wunde ist, wie so ein... Ach, ganz schrecklich. Ich sehe gleich aus wie 80, habe ich das Gefühl. Das ist gerade der Moment, wo ich am meisten bereue, dass ich euch Bescheid gesagt habe. Zu spät. Geht direkt in den OP. Hier ist die Kante.
Schnell eine Beruhigungstablette gegen die Aufregung und dann legen die Chirurgen los. Robins Kopf wird lokal betäubt. Also jetzt merke ich gerade gar nichts an Schmerzen. Die lokale Betäubung, die war ein bisschen unangenehm, aber noch aushaltbar, würde ich sagen. Jetzt ist nur das Gefühl ein bisschen, woran hat sich ein bisschen an. Sieht auch heftig aus. Hinterkopf. Eine zweite Frau sammelt sie. Und die beiden Männer da hinten zählen und sortieren jedes einzelne Haar. Wie viele sind es jetzt? Sind 100 und ich werde es nochmal zählen. Also das ist doch ziemlich kleinteilig und noch blutiger als gedacht. Robin ist ziemlich angespannt geworden und ich habe jetzt auch so ein bisschen flauen Magen. 2 Stunden später. Ja, wird auch nur noch ein paar hundert. Nur noch ein paar hundert? Ja, ich glaube 3.500 oder so habt ihr schon. Oh wow. Dann ist die Entnahme vorbei. Halbzeit. 4.200 Stück hat er nachgezählt. Krass. Danke fürs Nachzählen. Schön. Wie viele von den OPs hast du schon gemacht? Ich würde es nur schätzen. Sehr kann ich sagen. Kommen viele Männer? Ja, aus Deutschland 90%. 90% der Leute, die hier... Aber die 4.200 Haare müssen auch wieder rein. Also weiter. Und zwar mit einem neuen Behandlungsteam, das aufs Einpflanzen spezialisiert ist. Einmal. Wow. Damit können wir noch dichter machen. Und die Kopfhaut heilt sich noch schneller. Okay. Are you ready? Yes. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Läuft wie am Fließband. 4 Stunden dauert es, um mehr als 4.000 Haare einzusetzen. Knapp 18 pro Minute. Ist er denn? Da ist er. Hallo. Sieht schon schlimm aus, ne? Weiß nicht. Also ich finde es schon. Aber ich muss sagen, ich fühle mich jetzt schon besser, weil die Linie jetzt schon weiter vorne ist. Es sieht zwar noch so aus, als wäre die Stirn ziemlich hoch. Das hat sich gelohnt. Das ist witzig, das hat Mama mich vorhin auch schon gefragt. Würdest du es nochmal machen, meinte sie. Und da habe ich gesagt, ja, jetzt gerade so in dem Moment, nein, auf keinen Fall. Diese ganze Tortur, diesen ganzen Stress, den wir gestern schon hatten. Und jetzt sofort würde ich sagen, nein, nie wieder. Aber dann meinte Mama, es ist bestimmt wie beim Kinderkriegen. Nachdem du das Kind geboren hast, denkst du erstmal so, oh nee, nie wieder die ganzen Schmerzen und die Tortur. Und dann 3 Jahre später denkst du über das zweite Kind nach, so ungefähr. 1 Jahr später. Oder 1 Jahr später dann, ja. Und morgen werden wir schon wieder um 7.05 Uhr abgeholt. Gar nicht meine Zeit. Aber Robin muss vor dem Rückflug noch zur Nachuntersuchung. Dort treffen wir auch andere Männer, die für die Operation nach Istanbul gekommen sind. Auf Empfehlung wahrscheinlich, denke ich. Dieses Paar aus Gelsenkirchen ist in 24 Stunden mit dem Auto bis zum Bosporus gebrettert. Für den Mann ist es schon die 2. Haartransplantation. Außerdem sitzt noch ein Österreicher im Wartebereich. Er spricht mit mir, will aber die Maske auflassen, damit ihn andere nicht gleich erkennen. Auch für ihn war es nicht die erste OP. Streifen rausgeschnitten, dann sieht man vielleicht hier noch die Narbe. Löcher hier reingemacht und mit Pinzette reingesteckt. Das hat aber nicht so gut gehalten. Ich nehme jetzt schon seit 20 Jahren Rogaine, eben gegen Haarausfall. Aber irgendwann bin ich es leid, ich möchte es nicht mehr nehmen, da der Rogaine zu Schuppen führt immer wieder. Und das ich will wissen, was sich seit seiner letzten OP verändert hat. Ich denke, das ist sicher schon Akzeptanz damals. Also es war vor über 20 Jahren, da haben es noch ganz wenige gemacht. Nach weniger als 48 Stunden in Istanbul machen wir uns schon wieder zurück nach Berlin. Robin hat einen Hut auf, damit man seine Wunde nicht gleich sieht. Und mir fällt noch was auf. Hier laufen echt viele Männer rum, die so aussehen wie Robin, die so rote Punkte auf dem Kopf haben und die Kopfverbände haben. Die wollte ich jetzt nicht filmen, aber auf jeden Fall scheint die OP hier schon eine größere Sache zu sein. Auch Freunde erzählen mir später, dass ihnen das aufgefallen ist. Dass sie in Istanbul viele Männer mit solchen Kopfverbänden gesehen haben. Vielleicht auch, weil es mittlerweile einige prominente Männer gibt, die offen über ihre Haartransplantation sprechen. Der Politiker Christian Lindner oder Fußballtrainer Jürgen Klopp.
knapp 2 Wochen danach. Kurz bevor wir diesen Film veröffentlichen, will ich wissen, wie es Robin geht und wie seine neue Frisur aussieht. Guten Morgen. Na, was sagst du? Ja, also sieht schon ziemlich gut aus, oder? Würde ich auch sagen, ne? So nach 2 Wochen, es ist ja noch nicht mal lange her irgendwie. Also ich finde, man sieht es nur noch hier so ein bisschen an der Seite, weil da sind die Farben noch so ein bisschen, die müssen sich noch ein bisschen angleichen. Aber ich finde so, wenn man es nicht weiß, sieht man es jetzt erstmal nicht mehr unbedingt. Ich würde auch sagen, du hast ein ziemlich großes Grinsen. Ja, ich bin auch echt happy, muss ich sagen. Also ich bin mit dem Ergebnis jetzt schon mehr zufrieden, als ich dachte. Ich gucke jetzt tatsächlich sogar wieder gerne in den Spiegel, was ja vorher nicht so war. Und freue mich dann halt wie so ein kleines Kind, ach guck mal hier. Ein Haarchirurg von der Deutschen Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie gesagt. Die Männer wollen vor allem aussehen wie früher, mit vollem Haar. Auch Robin. Aber das kann ich ja selbst oft nicht. Zumindest noch nicht. Ganz ohne sind so Haartransplantationen dann am Ende aber nicht. Deutsche Haarchirurgen sagen, das kann schnell ziemlich scheiße ausnehmen will und die einpflanzen will, da sind dann vielleicht nicht mehr genug für da. Wie zufrieden seid ihr denn mit eurem Aussehen? Und habt ihr schon mal über Schönheits-OPs nachgedacht? Schreibt es gerne in die Kommentare. Hier geht es auch um Haarausfall. Und zwar um Julie. Mit 15 hat sie alle ihre Haare verloren. Das war's dann und euch noch einen guten Tag, gute Nacht, schönes Wochenende. Ciao.